Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es wieder um den Golf 4. Was ist das für ein Golf 4? Das ist ein Golf 4, Baujahr 2002. Diesel 1,9er, 96 kW. 1,9er, genau, Diesel. Ist aber relativ egal, weil dieses Video geht eigentlich für jeden Golf 4 mit Zentralverriegelung. Und zwar, wir haben hier einmal den Griff hinten ausgetauscht, weil der sehr vergammelt war, beziehungsweise das Schloss sehr vergammelt war. Und da ist es halt so, dass der Stellmotor, der für die Zentralverriegelung zuständig ist, der ist aufgefallen, dadurch, dass das Ganze ja gehakt hat, ist er überlastet, geht nicht mehr richtig zurück. Er macht auf, aber schließt nicht mehr richtig vernünftig, beziehungsweise lässt dann wieder ein bisschen nach. Und den wollen wir einmal austauschen. Wie wirkt sich das Ganze denn aus? Ab und zu schließt er sich von alleine ab, weil er natürlich eine Fehlstellung gibt und da gibt er Signale weiter, sodass die Zentralverriegelung komplett auf und zu macht. Und wir haben das Problem, dass wenn wir hier mit dem Schlüssel, mit dem neuen universellen Schlüssel, das Ganze hier betätigen, dass er jeweils an einer bestimmten Position auf und zu macht. Oder beziehungsweise nicht an der richtigen Stelle auf und zu macht, weil das alles so ausgeschlagen ist. Den Stellmotor wollen wir einfach mal neu machen. Und wie das Ganze aussehen kann, würde ich euch gerne zeigen. Das Ganze haben wir original bestellt und bei der Originalbestellung wurde uns gesagt, dass der Hebel, der hier vorne eigentlich dran ist, nicht mehr bestellbar ist bei VW, warum auch immer. Und wir hoffen, dass wir den übernehmen können von einem anderen. Den kriegt man aber eigentlich auch sehr gut bei Amazon und eBay. Deswegen, wir werden den mal, die Originalersatzteilnummer unten mal verlinken. Die hat sich nämlich auch geändert. 2-3 Mal. Und Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und sämtliche Werkzeuge natürlich auch. Ich würde sagen, los geht's. Die Verkleidung müssen wir einmal abmachen. Hier befinden sich 2 Kreuzschrauben. Dann könnt ihr so einen Zierleistenkeil nehmen und dann das Ganze einmal runterhebeln. So, und wenn wir das Ganze abgezogen haben, haben wir hier den Stellmotor. So, und wir können jetzt mal spaßeshalber mal zumachen. Jetzt ist er zu. Jetzt machen wir auf. Zu. Auf. Und ab und zu geht er nicht ganz zurück. In dem Fall jetzt schon. Wir hatten auch gerade keine Probleme, wo er die ganze Zeit rumstand. Aber ab und zu schafft das einfach nicht. Und dadurch, dass der hier sehr, sehr lange fest war, hat trotzdem die Zentralverriegelung die ganze Zeit funktioniert und den die ganze Zeit sehr wahrscheinlich überlastet. Und den wollen wir einmal neu machen. Jetzt funktioniert es die ganze Zeit, aber ab und zu macht er das nicht mehr so, wie es sein soll. So. Ja, den machen wir einmal neu. So, hier müsst ihr darauf achten, dass ihr die nicht nach links löst, sondern nach rechts. So und so, mal lösen. Und dann können wir das Ganze hier zur Seite schieben. Und der Hebel kann eigentlich dranbleiben. Genau. Dann kriegen wir das Ganze schon ab. So, das bedeutet, also, weil das sind solche 2 Schrauben, müsst ihr nicht nach links, sondern einfach nur einmal nach rechts lösen und dann könnt ihr den einmal zur Seite schieben. Und dann könnt ihr die einmal umschrauben und wieder dran setzen. So, die Schrauben umgeschraubt, ihr könnt die komplett rausschrauben und dann in den neuen Stellmotor reinsetzen. Also,
Natürlich ist es einfacher, wenn ihr eine Nuss habt, die wirklich so klein ist. Die muss kleiner sein als 4. Kleiner als 4 muss die sein. Habe ich leider nicht. Deswegen. So, jetzt müssen wir nach rechts das Ganze drehen. Nach links. Und so. So. Auf, zu, auf, zu. Perfekt. So soll das Ganze doch aussehen. Ja, Leute, und so schnell und einfach kann das Ganze gewechselt werden. Ja, also Türgriff, Heckklappengriff, den haben wir auch ein separates Video zu gemacht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!